Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, wir Schweizer dürfen ja so glücklich sein, dass wir eine Klinik in der Schweiz haben, die sich auf die ganzheitliche Medizin konzentriert, das heißt naturheilkundlich, komplementärmedizinisch. Und ich habe die Dame, die diese Klinik dort, die Swiss Mountain Klinik leitet, heute nochmals eingeladen mit einer ganz wichtigen Frage. Nämlich, kann man oder kann sie die Fibromyalgie, das heißt die chronischen Schmerzen, effektiv behandeln oder ist es schulmedizinisch oder ganzheitlich nicht medizinisch behandelbar? Das war meine Frage. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Petra Wichel. Schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Meine Cousine hat das auch schon irgendwie seit 40 Jahren und leidet überall und ständig irgendwelche Kuren, das und jenes und so weiter. Und sie sagt mir wörtlich, nicht heilbar. Gut. Ich würde mir nie anmaßen, so etwas zu beantworten mit der Frage, nicht heilbar. Und ich muss auch gleich von vornherein sagen, Fibromyalgie behandeln wir auch nicht, weil es ist ein Krankheitsbild, was wir gar nicht kennen und was nur ein Wort ist für eine Symptomatik und hinter der sich verbirgt chronische Schmerzen. Und jetzt fängt eigentlich die Arbeit eines biologischen oder Komplementärmediziners an. Detektiv. Ja, der Detektiv. Also neulich sagte eine Patientin, Sie sind gar kein Arzt. Ich sage, was meinen Sie dann? Ich finde, Sie sind eine Humankriminologin. Und jetzt geht's ja los, dass man einfach ganz viel erfährt über diesen Menschen, ja, dass man einfach erstmal eruiert aus der Anamnese, wo kommt er her, wie ist sein Leben, welche Auslandsaufenthalte hat er. Wir haben heute, ich würde sagen, fast 60% haben eine toxische, chronische Toxoplasmose, so, die das gar nicht wissen. Eine durch Katzen übertragene parasitäre Krankheit, die auch fibromyalgische Symptome machen kann an Gelenken, Muskeln. Weiß man das oder weißt du das? Ja, also ich bin getrieben von dem Gedanken, wenn ich was nicht weiß, dass ich es wissen muss. So. Aber das Schlimmste ist für mich das Wort chronisch, das nehme ich nicht im Mund. So. Und all die Dinge eines Menschen, der mit chronischen Schmerzen kommt, heißt ja gar nichts anderes, als dass der Körper über eine Entzündung reagieren muss. Darf ich nochmals das Wort chronisch in den Mund nehmen? Ja. Heißt das, deiner Erfahrung nach ist nichts chronisch, wenn man wirklich ganzheitlich versucht hier... Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das leicht ist, jemand aus einer Chronizität hinauszubringen. Aber ich möchte einfach nur betonen, dass eine akute Erkrankung, eine akute Entzündung eine hohe Antwort des Körpers ist auf einen Prozess, den er jetzt bearbeitet. Und dann ist ja auch gut. Akuter Infekt, akute Bronchitis und so weiter. Aber eine leise Entwicklung zu einer Krankheit, die sich dann manifestiert, hat Voraussetzungen in diesem Körper gefunden, damit sie sich aufbauen kann. Und Prozesse triggern sich auf. Das ist so schön wie das bekannte Fass von den Ursachen, das ja dann irgendwann übervoll wird in der Kompensation und dann auf einmal bricht das Fass auf und eine Erkrankung kommt zutage. Und da muss viel geschehen sein. Und wenn ich jetzt nach einem chronischen Schmerzsyndrom fahnde, dann wird das niemals erfolgen, indem ich nicht erstmal gucke, was ist mit dem Darm los. Denn wenn der Darm eine Permeabilitätsstörung hat an der Darmschleimhaut, transferiert er all diese sogenannten Lipopolysaccharide, das sind also Fragmente von Bakterien, dann transferiert er Skatol, Schwefelwasserstoff, Parasiten ins Blut. Jetzt hat er die Aufgabe, nur über das Immunsystem zu attackieren und diese Entzündung, über eine Entzündung, diese bakterielle, virale, parasitäre Blast irgendwie abzubauen. Das ist der erste Weg, das Zeug irgendwie rauszukriegen, oder? Nicht nur rauszukriegen, einfach mal den Darm erstmal wieder die Tür zu schließen, bitte. Weil das, was rein darf, das muss ja wesentlich 3-mal wirklich auch kontrolliert werden. Ansonsten hat es den Weg bitte nach außen zu nehmen. So. Und da spielt sich so viel ab hier, dass das teilweise auch hier unten ist dann so wirklich nur noch Scheiße.
Ja, das heißt, wenn diese Membran nicht wieder so filtrationsmäßig geschlossen ist und nur filtert, was rein darf, dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Immunleistung natürlich ständig auf Hochtouren fährt und vielleicht irgendwann mal sagt, jetzt ist mal Ende Gelände. Also das ist nicht möglich, dass wir das auch noch mit kompensieren können. Also Parasiten, Bakterien, Pilze, Mykotoxine, also Schimmelpilz und so weiter. Das sind alles Belastungen, die auch ein gesundes Immunsystem irgendwann übersteigt, die Kraft, wenn hier die Belastung chronisch anhält. Das ist Nummer 1. Und diese Menschen wissen das alles gar nicht. Die wissen überhaupt nichts. Die leben mit Hund, die leben mit Katze und die wissen gar nicht, dass sie Parasiten haben, die sich vielleicht zu den Muskelfaszien hingezogen fühlen. Dass Parasiten 100.000 Eier pro Tag legen, Larven ausscheiden. Die sehen das nicht, weil es ja mit dem menschlichen Auge gar nicht erfassbar ist und weil es medizinisch ja auch nicht nachweisbar ist. Man kann 3-mal am Tag Stuhl testen auf Parasiten. Ja, wenn das negativ ist, hast du keine. Man kann einen Wert im Labor testen, das sind die sogenannten Eosinophile im Blutbild. Wenn die negativ sind, hast du keine Parasiten. Und schon ist Schluss mit Parasiten. Das heißt, der Parasit brennt sein eigenes Haus nie an. Wenn der sich etabliert, dann hält er sich schön bedeckt, sorgt für seine Nachkommen und hält sich im Stillen, aber konsumiert und schafft natürlich ständig eine Immunpräsenz. Das heißt, das ist ein großer Teil hier auch in der Abklärung eines chronischen Entzündungsschmerzsyndroms. Das andere ist der Darm. Das dritte ist natürlich, dass wir toxische Belastung haben und wir werden in der Klinik ab Juli mit der Umweltapherese arbeiten. Das ist ein Dialyseverfahren mit einem Spezialfilter und dann werden wir auch Lösungsmittel rausbringen, Pestizide rausbringen, Herbizide rausbringen, Glyphosat. Blut, dann wird das Blut um 2,5 Stunden, um einfach im Rahmen eines, sage ich mal, auch diagnostischen Prozesses an Dinge zu erfahren, die ich jetzt noch gar nicht erfahren kann. Ich habe keine gute diagnostische Grundlage, auch an diese ganzen Umwelttoxine ranzukommen. Und diesen Dingen müssen wir uns stellen. Übrigens filtert so eine Apherese auch Rheumatoid-Immunkomplexe raus und das Rheumatoid-Geschehen kann sich reduzieren. Also diese Rheumaschübe, diese Schmerzen, die kann man dann durch das deutlich reduzieren? Ja. So, und das sind Dinge, dann ist ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel auch ein chronisches Entzündungsschmerzsyndrom entwickle, dass ich einfach gucken muss, welche Entzündungszytokine sind in hoher Auffuhr, welche werden ständig überfordert. Es gibt mir indirekte Hinweise auf eine chronische virale bakterielle Belastung. Es ist unheimlich wichtig, dass ich auch meine Anti-Entzündungsmediatoren, die ich ja selber habe, ja, Enzyme wirken antientzündlich, die Bauchspeicheldrüse produziert. Es wirkt Vitamin E hochdosiert, was ich durch viele Nüsse aufnehme, reduziert die Entzündung. Omega-3, Lachs, Leinöl, hoch antientzündlich. Und das sind alles so Dinge, das ist das eine, zu erkennen, wer triggert hier jeden Tag meinen Schmerz und was fehlt mittlerweile auch meinem Körper, ein Entzündungsgeschehen adäquat zu regulieren. Und da muss ich sagen, ich habe wirklich kein Konzept, was ich aus der Schublade ziehe und sage, oh, Sie haben eine Fibromyalgie, ein Krankheitsbild, das ich gar nicht kenne, aber Sie haben ja Schmerzen. Jetzt schauen wir mal, was hat eigentlich dazu geführt, dass der Körper in der Lage nicht mehr ist, eine chronische Entzündung irgendwie noch zu beherrschen. Und dann baut sich darauf eigentlich ich nenne das personifizierte Therapiekonzept auf, das für den und für den und für den, der eine Fibromyalgie hat, absolut different ist. Ich habe so viel wieder gelernt. Ich dachte wirklich, es ist ein klares Krankheitsbild, aber das ist ja eben so einfach chronische Schmerzen, wo irgendwo eine Ursache hat. Und dann muss man natürlich wirklich allgemein anschauen. Du hast Parasiten erwähnt. Ich habe viel von der Dame gehört, was sie schon gemacht hat. Sie hat alles gemacht, aber sowas habe ich noch nie gehört.
hat sie nicht demzufolge? Kann man wirklich diese Parasiten entdecken? Ja. Also ich bin wirklich aufmerksam geworden vor Jahren, als ein Kollege 5 Tumorfälle präsentierte, die austherapiert waren, und alle 5 Tumorfälle waren geheilt, und hat die hinterlegt mit einem ganz großen Parasitenprogramm, weil das ist die Kunst, zu erkennen, welcher Parasit lebt vom anderen, welcher schafft im nächsten den Nährboden. Das sind schon ausgereifte Therapieprotokolle. Das hat uns veranlasst und mich zumindest ziemlich wachgerüttelt. Und ich habe damit so einen kleinen Schlüssel noch in die Hand bekommen, der mir in der Vergangenheit gefehlt hat. Und diese großen Parasitologen dieser Welt, die bedienen sich der energetischen Testung. Die können über die Bioresonanzgeräte genau die Resonanz des Parasiten bestimmen. Und wir haben uns da, Friederike, Fräulein Dr. Junior Wiechel, hat sich da ganz toll eingearbeitet und ist in der Lage, ganz genau zu bestimmen, welche Belastung liegt hier vor. Und dann gehen wir natürlich vor, diesen Parasiten so ein bisschen aus seinem Reservoir zu holen, was natürlich auch im Rahmen eines Protokolls dann über langen Zeitraum, das sind manchmal Wochen, die Menschen überhaupt benötigen, weil die 100.000 Eier am Tag, das Schlüpfen der Larven, die zirkadianen Rhythmen, das muss man alles mit bedenken. Und der Parasit ist der natürlich in das Hormonsystem eingreift, in das Neurotransmittersystem eingreift, der in die Immunabwehr eingreift, sie auch ausschaltet teilweise in der Tumorabwehr. Und wir müssen diese Fragen einfach klären und wir müssen sie rechtzeitig klären und wir müssen therapeutisch dann auch wirksam werden. Und wir müssen heutzutage auch immer wieder die antiparasitäre Therapie integrieren in eine Prävention. Das ist eigentlich meine Beobachtung in den letzten 3 Jahren, weil nicht nur, weil die Menschen keinen Schutz mehr haben, sie haben nicht genug Magensäure durch den hohen Verbrauch von diesen Magenschonern, obwohl das unsere Lebenssäure ist. Es gibt keine andere Säure, die der Körper produziert. Alles andere sind Stoffwechselendprodukte. Essigsäure, Magensäure ist die einzigste, aber die hat eine Aufgabe. Die wirkt jetzt antiparasitär. Der Mund hat die Aufgabe, alles aufzunehmen. Der Magen erstmal auch. Dem ist das egal, wie viel geht rein, raus. Der muss aufnehmen, der hat Versorgungsaufgaben, aber der muss auch Schutzfunktionen ausführen. Und nur über diesen hohen sauren pH-Wert wird hier im Magen erstmal entschieden, dass Parasiten bitte ausgeschaltet werden. Gelingt das nicht, dann winkst du sie alle hinein. Und jetzt kommt es aber auch auf einen Darm, der letztendlich schon vorbelastet war durch das Glyphosat oder durch das Gluten. Der hatte schon seine silent chronische latente Entzündung. Und dann ist natürlich die parasitäre Ausbreitung auch irgendwo gar kein Problem, zumal der Parasit alle Nischen sucht und sich an die Herzkranzgefäße anlagert, die Hakenwürmer. Du brauchst mir einmal barfuß durch den Garten gehen. Und das sind natürlich hochspannende Dinge, die wir da sehen und die Menschen dann auch teilweise sichtlich über Wochen hinausbringen. Und umwerfend, was wir oft an Rückmeldungen haben, auch an Fotos geschickt kriegen. Und das ist wirklich ein ernstzunehmendes Thema, weil wir Menschen diesbezüglich nicht mehr die Abwehr zeigen. Parasiten gehören zu unserem Leben und eine gesunde parasitäre Last, denke ich, ist auch gut und klug, weil unser Immunsystem ist gefordert. Aber ein bisschen ist der Parasit auch geschützt, weil das Immunsystem kann ab einer bestimmten Größe auch nichts mehr mit ihm tun. So. Und das sind wirklich ernstzunehmende Dinge, auch gerade im Rahmen chronischer Schmerzprobleme. Noch was zu diesen Parasiten. Ist das irgendwo in der Medizin ein fundiertes wissenschaftliche Grundlage, Forschungsgebiet, nichts? Das hast du dir angeeignet und andere Fachärzte auch, aber da muss jeder ein bisschen selber suchen. Ja, es ist zumindest nicht im Gegenstand unserer, unseres Alltags.
Wir nehmen ihn gar nicht wahr. Und wir wissen zum Beispiel auch über so eine Forscherin wie Lebedeva über die Trichomonaden und über die Einzeller. Und die hat wirklich 12 wissenschaftliche Beweise gebracht, welchen Tumorstoffwechsel hat die Tumorzelle und welchen hat der Trichomonade. Also ich habe alle Bücher von ihr gelesen, aber du bist die Erste, die Dame heute bringt. Ja, aber sie hat nie einen Lehrstuhl, sie ist totgeschwiegen, sie hat nie ein Labor bekommen, sie ist ja Chemikerin, aber sie hat eine Fülle von Gynäkologinnen, die damals zu ihrer Zeit natürlich dieses Wissen umgesetzt haben und zitiert ja auch diese Bücher und ja. Und wenn du es umsetzt, das, was sie da alles wissenschaftlich dokumentiert hat, hast du die Ergebnisse. Und wir sehen eine Menge, klar. Aber es gibt meiner Erachtens viel zu wenig solche Kliniken, wie sie du betreibst, wo eigentlich diese chronischen Krankheiten, und das ist eine Volkskrankheit, wir haben ja unglaublich viele Menschen, die angeblich leben müssen jetzt mit diesen Schmerzen, wo sie eigentlich nochmals Hoffnung und kriegen dürfen. Und es ist ja auch, ich war ja junge Ärztin und dann habe ich auch die Patientin in eine Spezialsprechstunde geschickt. Dort war eine Spezialsprechstunde für Fibromyalgie. Und dann kam zurück ein Brief und die Standardmedikation Antidepressivum, Entspannung und Schmerzmittel. Und das habe ich dann 3-mal einen Patienten dahin geschickt und 3-mal kriegte ich diesen Brief. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht der Weg. Also ich muss verstehen. Und dann kommt man natürlich auch auf Antworten, wenn man nach Lösungen sucht und sich Fragen stellt. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, der größte Fehler ist, dass wir meinen, eine Krankheit hat den Namen und die Krankheit braucht die Therapie. Man nennt das medizinisch Leitlinien, nach denen wir uns halten sollten. Aber man muss immer wissen, die setzen nur an dem Entstehungsprodukt an und überhaupt nicht an der Basis. Und wenn man nur immer oben deckelt, wenn man eine Magensäure, die natürlich auch Ursachen hat, dass sie immer wieder viel höher produziert wird, als man braucht, auch das hat wieder ganz viele Ursachen, die man kennen muss, um diesen physiologischen, sage ich mal, Prozess wieder in das Gleichgewicht zu bringen. Das ist ja wie, als wenn du auf einen Springbrunnen einen Deckel hältst. Das ist ja logisch, wenn du das absetzt, dass dann der Körper mit mehr noch erstmal irgendwo antwortet. Das ist alles gar nicht so schlimm. Nur es braucht ja das Wissen und es braucht die Konsequenz. Und wenn ich zum Beispiel sage, es entstehen immer wieder Entzündungen an den Schleimhauten durch Gluten, da muss ich sagen, das sind schon so wertvolle Dinge, diesen Faktor auszuschalten, um auch einer Entwicklung nicht einfach leise freien Lauf zu geben. Zumal dieses Pantozol noch schwere Vitamin B12-Mängel macht und dadurch natürlich auch Durchblutungsstörungen, Demenz, das sind ja alles Dinge, die sich auftriggern. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass wir Ärzte in dieser Richtung Menschen aufklären, wahrlich aufklären und nicht mit dem Zeigefinger und mach, sondern ihnen erklären, was sie tun, aber was sie auch alles nicht tun. Franz von Assisi, glaube ich. Und in dem Moment, ist das einfach nur schön, ja. Darf ich nochmals auf diese Magenblocker reingehen? Es nehmen ja sehr viele Menschen heutzutage das und ich habe jetzt von dir verstanden, es ist eigentlich eine Katastrophe, das zu tun. Ja, ich finde es nicht nur eine Katastrophe, als die auf den Markt kam, das war sogar eine Kollegin in der Universität, wo ich studiert habe, dabei mitbeteiligt. Da habe ich gedankt, weil es war mir jetzt ein Medikament in die Hand gegeben, wo ich die Magensäure mal im Moment runterfahren durfte, wenn die Magengeschwüre hatten oder 12-Fingerdarm. Das war ein Segen, weil das waren unheimliche Schmerzen. Als die auf den Markt kamen, wurden wir alle geschult, bitte keine Langzeitwirkung, 14 Tage, 3 Wochen einbauen und dann um Gottes Willen nicht weiter, weil das ganze Milieu zwischen Magen, Dünndarm, Leber und Bauchspeicheldrüse ist so fein aufeinander abgestimmt, dass diese wertvolle Magensäure, die über den Darm gebildet wird, ja gleichzeitig auch das Bicarbonat bildet, was wiederum große Puffereigenschaften hat für die Magensäure selbst, dass der Magen sich nicht selbst verdaut, aber auch das Blut zu puffern. Das Blut hat einen pH-Wert von 7,4 und der Körper wird mit dir nicht diskutieren. Vom ersten bis zum letzten Atemzuge, wenn der in Gefahr ist. Das heißt,
Hier investiert er seine Kraft, aber dafür braucht er Natriumbicarbonat. Das heißt, in dem Moment, wenn du das Pantozol nimmst, Gesundheit. Danke, nur weiter. Wenn du das Pantozol nimmst, dann wird natürlich auch das Natriumbicarbonat blockiert. Das heißt, es hat weitaus weitere Auswirkungen. Und dieses Pantozol wird heute, ich war entsetzt, dass man es frei kaufen kann, ohne Rezept. Und ich bin entsetzt, dass man es ohne zu überlegen einfach verordnet als Dauermedikation. Ich bin entsetzt, dass man diesen pH-Wert ziemlich hoch fährt, immer basischer macht und der Magen damit natürlich überhaupt keine Funktion mehr ausüben kann. Und ich sehe einfach die Menschen, die immer wieder über diese Dinge klagen, die auch viel Pantozol nehmen, die haben gar keine Magensäure mehr. Da fangen wir erst mal an, diesen Magen wieder irgendwo langsam in sein altes Milieu zurückzuführen. Das braucht auch seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Manchmal sind es ja auch Menschen, die sagen, ich esse und esse schnell. Ja, ich verdaue gar nicht mehr vor. Und dieses schnelle Essen gibt dem Magen so einen starken Impuls, dass er natürlich sich daraufhin einstellt. Und irgendwann sagt man, erst entsteht eine Fehlinformation, dann entsteht eine Fehlregulation und irgendwann entsteht dann auch die Fehlfunktion. Das heißt, man muss dann schon analysieren, was hat dazu beigetragen. Das andere sind natürlich wirklich auch parasitäre Belastungen im Magen, die diese Magensäure forcieren, weil die Magensäure ist der Gegenspieler für den Parasit. Der Körper braucht die Magensäure, um die Parasiten abzutöten. Wenn du das nicht erkennst, dann wirst du ja an der parasitären Belastung doch gar nichts machen. Du nimmst dem Körper etwas Wertvolles, was er einfach nicht mehr tun kann. So. Ich habe keine Chance, dass die chronischen Schmerzen sich reduzieren würden. Ja, wie denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin einerseits sehr glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte. So wie eine kleine Versicherung, wenn irgendwas in meinem Leben oder Gesundheit dann weiß ich, wo ich hin kann. Weil so einen ganzheitlichen Ansatz, wie du das sagst, sind wirklich sehr, sehr wenige begnadete Menschen, Ärzte, wo das wirklich leben und dann noch so empathisch, wo natürlich auch für das Wohl für einen Menschen, für einen chronischen Schmerzgeplagten natürlich unglaublich bedeutsam ist. Ich werde das meiner Cousine das Video weiterleiten in der Hoffnung, dass sie es auch mal eine umfassender anschaut und vielleicht auch die Chance hat, rauszukommen, weil sie sagt mir einfach, das wird jetzt immer schlimmer und schlimmer und ich muss damit leben und irgendwann geht es dann ganz schlimm zu Ende. Und sie kann manchmal auch kaum laufen und die Finger und alles, es gibt so Schübe. Also auch da, es gibt Hoffnung und das freut mich sehr zu hören. Nochmals ganz herzlichen Dank. So gerne. War eine große Freude. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich auch sehr, dass wir alle da gut zugehört haben. Einerseits über diese Magensäure, über den Magen, was wir heute ganz klar gehört haben. Aber auf der anderen Seite, was ich auch ganz fest angehört habe, die chronischen Krankheiten muss man ganzheitlich anschauen. Und es gibt keinen Grund, meinen zu müssen, wir müssen damit leben. Es gibt immer einen Weg und eine Hoffnung und eine Lösung. Und wir haben gehört, es gibt Lösungssysteme und die Frau Dr. Wiechel in der Swiss Mountain Clinic, die ist eine der Adressen, die Ihnen vielleicht auch auf Ihrem Weg helfen darf. So, das war's. Danke ganz herzlich. Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.